Der älteste Held der Welt fand beinahe das Geheimnis der Unsterblichkeit. Er hielt es bereits in den Händen. Doch dann nahm es ihm eine Schlange weg. Und genau dieser Moment verrät, worum es im Gilgamesch-Epos wirklich geht. Nicht um Heldenmut, sondern um die größte Niederlage des Menschen. Denn das Gilgamesch-Epos ist nicht einfach die älteste Heldenerzählung der Welt. Es ist die älteste überlieferte Geschichte über eine Frage, die bis heute niemand beantwortet hat. Was bleibt dem Menschen, wenn die letzte Tür geschlossen bleibt? Vor mehr als 4000 Jahren entsteht zwischen Euphrat und Tigris eine Stadt, die größer ist als fast alles, was ihre Zeit kennt. Uruk. Lehmziegelmauern umgeben die Stadt wie ein künstlicher Horizont. Tempel ragen aus der Ebene empor und zeigen, dass hier etwas Neues entsteht. Die ersten großen Städte der Menschheit. Über Uruk herrscht Gilgamesch. Der Legende nach ist er 2/3 Gott und 1/3 Mensch, stärker als jeder Krieger, schneller als jeder Läufer und mächtiger als jeder Herrscher seiner Zeit. Doch seine Macht wird zum Problem. Er ist stolz, arrogant und gefährlich. Die ältesten Teile der Überlieferung zeigen keinen weisen Herrscher. Sie zeigen einen König, der überzeugt ist, dass für ihn andere Regeln gelten. Je größer seine Macht wird, desto schwerer wird sein Schatten für die Menschen von Uruk. Die Menschen flehten die Götter an. Nicht wegen eines Feindes vor den Toren, nicht wegen einer Hungersnot, sondern wegen ihres eigenen Königs. Und die Götter antworten, nicht mit Feuer, nicht mit Krieg, sondern mit einem Menschen. Weit draußen in der Wildnis entsteht Enkidu. Er lebt unter Tieren, kennt keine Mauern und keine Gesetze. Er schläft unter freiem Himmel und bewegt sich durch die Landschaft, als gehöre er zu ihr. Wenn Gilgamesch die Stadt verkörpert, dann verkörpert Enkidu die Welt davor. Als die Nachricht von diesem wilden Mann Uruk erreicht, erkennen viele sofort den Zweck seiner Existenz. Er ist erschaffen worden, um Gilgamesch aufzuhalten. Die Begegnung der beiden scheint unvermeidlich. Als sie schließlich aufeinandertreffen, geraten sie in einen Kampf, der im Epos fast wie ein Zusammenstoß zweier Naturgewalten beschrieben wird. Keiner weicht zurück, keiner gibt nach. Doch irgendwann verändert sich etwas. Aus Feindschaft entsteht Respekt. Aus Respekt entsteht Freundschaft. Und aus Freundschaft entsteht etwas, das Gilgamesch bisher nicht kannte. Ein Gegenüber, stark genug, ihm Grenzen zu setzen. Für einen kurzen Moment scheint es, als hätte die Geschichte ihr Gleichgewicht gefunden. Doch genau hier beginnt die nächste Bewegung. Denn zwei Männer, die sich für unbesiegbar halten, beginnen früher oder später nach einer größeren Herausforderung zu suchen. Und sie finden sie. Im Zedernwald. Der Zedernwald liegt weit entfernt von Uruk. In den Überlieferungen erscheint er nicht als gewöhnlicher Wald, sondern als heiliger Bereich am Rand der bekannten Welt. Dort lebt Humbaba, ein Wächter, von den Göttern selbst eingesetzt. Die Beschreibungen seines Wesens wirken bis heute fremd und schwer greifbar. Sein Atem bringt Tod, seine Stimme gleicht Donner und sein Anblick soll Menschen lähmen. Die Ältesten warnen Gilgamesch. Selbst Enkidu kennt die Geschichten. Doch Warnungen verlieren ihre Wirkung, wenn jemand lange genug glaubt, stärker zu sein als die Welt. Also brechen sie auf. Nach einer langen Reise erreichen sie den Wald. Zwischen den mächtigen Zedern wirkt alles älter. Die Luft scheint schwerer, die Schatten tiefer. Der Eindruck eines Ortes, der nicht für Menschen bestimmt ist. Dann erscheint Humbaba. Der Kampf ist erbittert. Am Ende fällt der Wächter. Die Helden gewinnen. Doch genau hier verändert sich die Bedeutung der Geschichte. Denn Humbaba ist nicht einfach ein Monster. Er bewacht eine Grenze. Und Grenzen verschwinden nicht, nur weil man ihren Wächter tötet. Die Rückkehr nach Uruk wird zum Triumph. Gilgameschs Ruhm wächst. Sein Name verbreitet sich weit über die Mauern der Stadt hinaus. Und je größer seine Taten werden, desto weniger scheint ihn die Grenze zwischen Menschen und Göttern noch zu interessieren. Und genau als Gilgamesch glaubt, nichts könne ihn mehr aufhalten, macht er den Fehler, der Enkidu das Leben kosten wird. Ishtar richtet ihren Blick auf ihn. Die mächtige Göttin bietet ihm ihre Liebe an. Eine Verbindung zu einer Göttin bedeutet Macht, Schutz und einen Platz in einer Ordnung, die weit über das Leben gewöhnlicher Menschen hinausreicht. Doch Gilgamesch lehnt ab, nicht vorsichtig, nicht respektvoll, nicht einmal aus Angst. Stattdessen zählt er die früheren Liebhaber Ishtars auf und erinnert öffentlich daran, welches Schicksal sie erlitten haben. Aus einer Ablehnung wird eine Demütigung.
Und aus einer Demütigung wird eine Herausforderung. Hier verändert sich etwas Grundsätzliches. Als Gilgamesch gegen Humbaba kämpft, stellt er sich einem Wächter entgegen. Als er nun Ishtar verspottet, stellt er sich gegen die Ordnung selbst. Der Mythos zeichnet an dieser Stelle kein Bild eines Helden, der mutig die Wahrheit sagt. Er zeigt einen Menschen, der beginnt zu glauben, dass keine Macht mehr über ihm steht. Für die Götter ist das nicht nur Beleidigung, es ist Grenzüberschreitung. Ishtar fordert Vergeltung. Und die Antwort kommt in Gestalt des Himmelsstiers. Ein Wesen von gewaltiger Zerstörungskraft, dessen Auftauchen die Erde aufreißt und die Stadt in Angst versetzt. Wieder kämpfen Gilgamesch und Enkidu Seite an Seite. Wieder gewinnen sie. Doch diesmal klingt der Sieg anders. Denn nun sind Humbaba und der Himmelsstier tot. Ein heiliger Wald ist verletzt, eine Göttin ist öffentlich gedemütigt und die Grenze zwischen Mensch und Gott ist nicht nur berührt. Sie ist überschritten, die Götter beraten. Und diesmal fällt ihre Entscheidung endgültig aus. Einer der beiden muss sterben. Nicht Gilgamesch. Enkidu. Der Tod Enkidus verändert alles. Nicht, weil er plötzlich kommt, sondern weil er langsam kommt. Tag für Tag verliert Enkidu seine Kraft. Der Mann, der einst mit wilden Tieren lief, kann kaum noch aufstehen. Gilgamesch sitzt an seinem Bett und erlebt etwas, das keine Schlacht und kein Monster ihm jemals gezeigt haben. Ohnmacht. Zum ersten Mal kann er nichts tun. Keine Stärke hilft ihm, keine Waffe, kein Ruhm, kein göttlicher Ursprung. Als Enkidu schließlich stirbt, weigert sich Gilgamesch zunächst die Wahrheit anzunehmen. Er bleibt bei dem Körper seines Freundes. Stunden, Tage. Er wartet darauf, dass sich etwas bewegt, dass ein Atemzug zurückkehrt, dass die Geschichte einen anderen Weg nimmt. Doch sie tut es nicht. Und in diesem Moment erkennt Gilgamesch etwas, das größer ist als jede Kreatur, gegen die er jemals gekämpft hat. Wenn Enkidu sterben kann, dann kann auch er sterben. Und genau hier beginnt die eigentliche Geschichte. Bis zu diesem Punkt war Gilgamesch auf der Suche nach Ruhm. Jetzt sucht er etwas anderes. Einen Ausweg. Er verlässt Uruk und macht sich auf den Weg zu dem einzigen Menschen, von dem gesagt wird, dass er den Tod besiegt hat. Utnapishtim. Seine Reise führt ihn durch Regionen, die in der Vorstellungswelt Mesopotamiens am Rand der Welt liegen. Er begegnet Skorpionmenschen, Wächtern zwischen den Bereichen der Sterblichen und dem Unbekannten. Er durchquert eine Dunkelheit, die kein gewöhnliches Dunkel ist. Eine Finsternis ohne Sterne, ohne Mond und ohne Orientierung. Tag für Tag geht er weiter, bis er schließlich Utnapishtim erreicht. Dort hört Gilgamesch eine Geschichte, die erstaunlich vertraut klingt. Utnapishtim berichtet von einer gewaltigen Flut. Die Götter beschließen, die Menschheit auszulöschen, doch Utnapishtim wird gewarnt, baut ein Schiff, rettet seine Familie und Tiere und überlebt die Katastrophe. Als Belohnung erhielt er etwas Einzigartiges: Unsterblichkeit. Jahrtausende später taucht eine bemerkenswert ähnliche Fluterzählung in der Bibel auf. Doch Gilgamesch interessiert etwas anderes. Wenn Utnapishtim ewiges Leben erhalten hat, dann könnte vielleicht auch für ihn ein Weg existieren. Doch Utnapishtim macht ihm deutlich, wie groß der Abstand zwischen Menschen und Göttern wirklich ist. Er fordert Gilgamesch auf, wach zu bleiben. 6 Tage und 7 Nächte. Gilgamesch scheitert sofort. Er schläft ein. Dieser Moment gehört zu den bemerkenswertesten Szenen des gesamten Epos. Der Mann, der Monster besiegt hat, verliert gegen Müdigkeit. Der Mann, der den Himmelsstier erschlug, kann nicht einmal seinen eigenen Körper überwinden. Die letzte Tür bleibt geschlossen. Trotzdem verrät Utnapishtim ihm noch ein Geheimnis. Tief unten im Wasser wächst eine Pflanze. Eine Pflanze, die Jugend zurückbringen kann. Gilgamesch taucht hinab. Er findet sie. Nach all den Verlusten und Prüfungen scheint seine Suche zum ersten Mal nicht vergeblich gewesen zu sein. Doch der Mythos ist noch nicht zu Ende. Auf dem Rückweg legt Gilgamesch die Pflanze für einen Moment beiseite. Während er badet, erscheint eine Schlange. Sie nimmt die Pflanze und verschwindet. Danach häutet sie sich. Der Mensch verliert die Verjüngung. Die Schlange erhält sie. Es ist einer der seltsamsten und zugleich bedeutendsten Momente der gesamten Überlieferung. Denn nach allem, was Gilgamesch überwunden hat,
wird ihm sein Ziel nicht durch Gewalt genommen, sondern durch eine einfache Tatsache. Er bleibt Mensch. Als Gilgamesch nach Uruk zurückkehrt, besitzt er nichts von dem, wonach er gesucht hat. Keine Unsterblichkeit, keine göttliche Belohnung, kein Geheimnis, das den Tod aufhebt. Doch die Stadt wirkt nun anders. Die Mauern von Uruk sind noch immer da, die Tempel stehen noch immer. Und zum ersten Mal betrachtet Gilgamesch sie nicht als Zeichen seiner Macht, sondern als Spuren. Spuren von Menschen, die längst verschwunden sind. Das eigentliche Geheimnis des Epos liegt vielleicht genau hier. Gilgamesch findet keinen Weg, den Tod zu besiegen. Stattdessen entdeckt er etwas, das für die Menschen erreichbar ist. Erinnerung. Menschen leben nicht ewig. Könige nicht. Helden nicht. Selbst große Reiche verschwinden irgendwann im Staub. Aber Geschichten können bleiben. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum wir heute noch über Gilgamesch sprechen. Nicht, weil er unsterblich wurde, sondern weil er es nicht wurde. Er wollte ewig leben. Stattdessen wurde er erzählt. Und 4000 Jahre später ist sein Name noch immer da. Wie eine Spur im Lehm. Wie eine Stimme aus einer Welt, die längst verschwunden ist. Die letzte Tür bleibt geschlossen. Aber die Geschichte dahinter hat überlebt. Wenn dir solche Geschichten aus den ältesten Überlieferungen der Menschheit gefallen, abonniere den Kanal. Denn viele der Mythen, die wir heute kennen, beginnen genau hier. Im Land zwischen Euphrat und Tigris. Dort, wo die Geschichte von Gilgamesch ihren Anfang nimmt.